Es könnte die nächste Eskalationsstufe im Nahostkrieg sein. Einer der wichtigsten Anführer der Hamas wurde bei einem Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet. Neben der Hamas bestätigen auch die iranischen Revolutionsgarden den Tod von Ismail Haniyeh und beschuldigen auch gleich Israel. Es sei die Pflicht des Iran, Rache für Haniyehs Blut zu üben. Bereits gestern wurde bei einem Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut ein ranghoher Hisbollah-Führer getötet. Es ist die Nacht der Rache. Israel enthauptet seine militärischen Feinde. Zuvor hatte die Hisbollah mit Raketen den Golan und den Norden Israels angegriffen. 12 Jugendliche starben beim Fußballspiel, alles arabischstämmige Drusen. Der israelische Premier kündigt Rache an. Am frühen Abend dann der Enthauptungsschlag gegen die Hisbollah. Das Ziel: Fuad Shukr. Er soll für die Raketenangriffe verantwortlich sein. Ich kam hier mit meinem Motorrad vorbei. Wir standen auf der Straße und 2 Minuten später hörten wir die Explosionen. 2 Treffer nacheinander. Aber es war nicht so stark. Es war offensichtlich, dass es sich um einen Drohnenangriff und nicht um einen Luftangriff handelte. Der Hisbollah-Kommandeur ist nicht irgendwer. Die Amerikaner haben $5 Millionen Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Der Mann spielte eine Schlüsselrolle bei einem Bombenangriff auf eine US-Kaserne in Beirut 1983. Die blutige Bilanz: 241 tote Männer und Frauen. Doch die Rachenacht geht weiter. Fokus Teheran. Hier wird gerade der neue Staatspräsident vereidigt. Mit unter den Ehrengästen der Hamas-Führer Ismail Haniyeh. Der Terrorpate der Hamas lässt sich feiern. Die Hamas ist wie die Hisbollah ein sogenannter Proxy Irans. Zuständig, iranisch-schiitische Interessen im Nahen und Mittleren Osten zu vertreten. Dazu gehören auch militärische Übergriffe und Morde. Irgendwann geht Haniyeh mit dem Leibwächter in seine Unterkunft und wird erwartet. Iran macht Israel für seinen Tod verantwortlich. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde Ismail Haniyehs Wohnsitz in Teheran angegriffen. Einer seiner Leibwächter starb ebenfalls als Märtyrer. Die Ursache und das Ausmaß dieses Vorfalls werden derzeit untersucht und die Ergebnisse werden später bekannt gegeben. Die Revolutionsgarde spricht dem Helden ihr Beileid aus. Noch ist unklar, ob es ein Luftschlag oder eine Bodenoperation war. Von Israel gibt es keinen Kommentar, aber die Botschaft ist klar: Wir kriegen euch, früher oder später, und nirgendwo seid ihr sicher. Das Thema möchte ich vertiefen mit Arieh Chalika. Er ist Schriftsteller, Podcaster und ehemaliger Sprecher der israelischen Armee. Schönen guten Tag, Herr Chalika. Also, wenn es denn tatsächlich Israel war, das ihn ausgeschaltet hat, warum war dann Haniyeh tatsächlich ein strategisches Ziel? Also Haniyeh, ob es jetzt Israel war oder nicht war, das steht mir nicht zu, jetzt hier zu diskutieren. Was ich jedoch weiß, ist natürlich, dass Haniyeh auch Sinwar und auch andere Hamas-Führungsglieder der Terrorführung der Hamas natürlich, ob im Gazastreifen oder außerhalb des Gazastreifens, sie natürlich aus israelischer Sicht legitime Ziele sind nach dem 7. Oktober, weil sie am Massaker des 7. Oktober maßgeblich beteiligt waren. Und nicht nur am Massaker, kann man sagen, nicht nur, sondern auch an Vergewaltigungen und Entführungen, nach wie vor 115 Menschen, die sich in ihrer Geiselhaft befinden. Und dafür ziehen wir sie zur Rechenschaft. Aus dem Iran kommen ja jetzt nun wieder Vergeltungsdrohungen. Israels Militär und auch Regierung schweigen wiederum. Warum glauben Sie das? Also es ist, wie gesagt, es steht nicht fest, wer was getan hat. Was feststeht, ist, dass Israel in der Regel weniger Worte, eher Taten zeigt, während natürlich um uns herum die Terrormilizen und Terrorstaaten in der Regel gerne reden, gerne mit Tönen um sich spucken, aber leider auch immer wieder Terror an den Tag legen. Und das lassen wir als Staat Israel, das lassen wir auch als jüdisches Volk, die aus der Geschichte eine gewisse Lektion gelernt haben, das lassen wir mit uns nicht mehr machen. Jeder Terrorist, der im Endeffekt beteiligt ist am Judenmord, wird früher oder später einen persönlichen Preis für seine kriminellen Taten bezahlen. Und die Drohkulisse, die der Iran, das Mullah-Regime des Irans aufbaut, ist eine Drohkulisse, die sie seit über 40 Jahren nicht nur aufbauen, sondern auch in die Tat umsetzen. All die Dutzenden von Terrormilizen im Raum des Nahen Ostens, die eine Gefahr
für die Stabilität des gesamten Nahen Ostens sind und den gesamten Nahen Osten instabil gemacht haben, daran ist in erster Linie der Kopf der Schlange in Teheran schuldig, Drohkulisse hin oder her. Allerdings, wenn natürlich diese Spirale der Gewalt immer wieder angeheizt wird, wenn es immer wieder von der einen und der anderen Seite Vergeltungsschläge gibt, dann wird man niemals aus dieser Spirale rauskommen. Dann wird es auch niemals eine Möglichkeit für Frieden geben im Nahen Osten. Und nun gibt es ja auch noch die Befürchtung, ja, dass Hamas und auch Hisbollah jetzt tatsächlich noch stärker Israel angreifen könnten. Heißt also im Umkehrschluss, muss Israel da nicht vielleicht auch anfangen, ein bisschen strategisch umzudenken? Deutschland hat seinen Frieden gefunden nach 1945 und hat sich gesund entwickelt, weil Hitler kaputt war. Und genauso muss man heute auch in den Nahen Osten schauen, wo es eine Menge an Hitlers gibt, die kaputt gemacht werden müssen. Ohne dass man sie kaputt macht, ohne dass man sie zur Seite schiebt, ohne dass man sie gezielt eliminiert, werden wir damit sehr vielen Millionen von Menschen, die von ihnen unterdrückt werden, Israel kurz an den Rand gestellt. Wir reden ja auch hier über die eigene Bevölkerung, sei es im Iran, im Irak, in Syrien, im Libanon, im Jemen, in den Palästinensergebieten. Da werden die Menschen von den eigenen Führungen misshandelt, vergewaltigt, eingesperrt, exekutiert. Und solange es diese tausenden Terrorführungen à la Hitler gibt, ist das keine Spirale der Gewalt, sondern ein Selbstverteidigungskampf Israels und auch anderer westlicher Partner Israels gegen, wie gesagt, moderne Hitlers, die kaputt gemacht werden müssen. Sagt Arieh Schalika. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Danke.